Ich weiß die Zahlen, ich habe auch versucht, sie zu finden, ich habe es aber nicht gefunden. Aber aus meiner Erinnerung heraus war es ungefähr so, dass 60% des Nationaleinkommens, nicht der Gesamtproduktion, durch den Außenhandel ausgetauscht wurden. Also wir haben einen Riesenanteil unserer Produktion ins Ausland verkauft, um im Inland produzieren und konsumieren zu können. Wir haben keinerlei Rohstoffe gehabt oder so gut wie keine. Und wir haben, obwohl wir eine riesen Zersplitterung in unserer Produktion hatten, die kleine DDR hat ungefähr 70% des Weltsortiments der metallverarbeitenden Industrie produziert. Wir haben das immer, wussten wir ja, haben das versucht, damals war ja große Stückzahl, je größer die Stückzahl, desto effizienter die Produktion. Wir haben natürlich versucht, ist auch zum Teil gelungen. Aber wie gesagt, wir waren als hochindustrialisiertes Sozialistland, waren wir auf Außenwirtschaft angewiesen. Mussten wir im Prozess der internationalen Arbeitsteilung oder von mir aus, heute würde man sagen, der Globalisierung voll teilnehmen. Wir haben ja nun alle Investitionen durchgearbeitet in der Zentrale, die großen. Ich könnte kaum ein großes Investitionsvorhaben der Wirtschaft mich erinnern, wo nicht zumindest ein Teil Westimporte drin waren. Und jedes Mal gab es dann den Auftrag, oder fast immer gab es den Auftrag, prüft, ob das nicht im sozialistischen Lager gekauft werden kann, ob man es nicht selbst produzieren kann. Und ich sage mal, in 80% der Fälle der Prüfung ging aus, nee, das geht nur aus dem Westen zu beschaffen. Sonst wird es so ineffektiv oder so teuer, dass wir es selber nicht machen können. Und insofern war die DDR, sie war das höchst entwickelte industrielle Land im Ostblock und war natürlich schon aus diesem Grund mit, da musste sie am internationalen Arbeitsteilungsprozess teilnehmen. Also das war normal, das war kein Mangel, sondern in der Theorie, der ökonomischen Theorie, gibt es ja sogar einen Zuwachs an Wert, wenn man normal und vernünftig austauscht. Es gibt ja komparative Vorteile. Also das war ganz normal und war auch richtig und war im Grunde gut so. Aber nur, wie alles Positive gab es natürlich auch bestimmte negative Seiten. Also wir waren auf Gedeih und Verderb auf Westimporte insbesondere für die Produktion angewiesen. Das wusste der Westen. Das hat er auch ausgenutzt. Es gab ja mal einen Kalten Krieg und der Westen hat nie ein sozialistisches Verhältnis akzeptiert und er hat alles getan, um uns zu unterlaufen. Das ist ganz normal. Es gab in der Form einen ökonomischen Kampf. Also sie wussten, wir brauchen eine Menge Erzeugnisse. Da wussten sie auch, dass sie die Preise in bestimmten Umfang hochsetzen konnten. Wir waren nicht produktiver als sie, insofern waren sie dominanter. Wir hatten keine konvertierbare Währung. Und hinzu kam, dass wir immer mehr inländischen Aufwand betreiben mussten, um eine D-Mark West zu erwirtschaften oder um 1000 Mark. Die Zahlen waren ungefähr so, 1970, als Honecker eintrat, mussten wir 2 Mark Produktion aufwenden, um eine D-Mark zu erwirtschaften und zum Ende der DDR mussten wir schon 4,50 Mark DDR-Mark aufwenden, um eine D-Mark zu erwirtschaften. Also insofern hatten wir also kein Wachstum der Effizienz, sondern auf den Außenmärkten, auf den westlichen sogar einen Rückgang. Damit mussten wir leben. Im Sozialismus, die meisten Exporte gingen ja in das sozialistische Lager, Sowjetunion, aber auch die anderen, hat die Existenz der DDR maßgeblich unterhalten. Wir haben alle oder die Mehrzahl der Rohstoffe, Brennstoffe aus der Sowjetunion importiert, aber wir mussten immer mehr Fertigerzeugnisse für die gleiche Menge an importierten Rohstoffen bezahlen. War in den 70er Jahren ja eine ganz schlimme Tendenz, dass der Wertverfall von Fertigerzeugnissen gegenüber Rohstoffen rasant eintraf. Hat ja auch den Westen erwischt mit Öl, mit der Ölkrise damals. Sonntags durfte man, und das hat sich in der DDR auch gravierend ausgewirkt. So, damit mussten wir leben, damit haben wir auch gelebt und wir haben auch, wie gesagt, alle Verpflichtungen. Im Gegensatz zur heutigen oder zu manchen Aussagen des Mainstreams haben wir die sich daraus ergebenden Verpflichtungen vollständig erfüllt. Bis zum Ende der DDR. Im Schirer-Bericht wird allerdings auch darauf hingewiesen, dass es grundlegender Reformen bedarf, um die Existenz der DDR oder das Auslandsgeschäft auch künftig betreiben zu können.
Naja, es war natürlich eine Politik, die dem Westen in die Hände gespielt haben, die auch klug betrieben wurde von Bahr und Brandt und anderen. Aber andererseits, wie gesagt, es gab dieses missliche Verhältnis im optischen Niveau, Lebensstandard DDR und Westen. Und Honecker wollte nun mit aller Macht dagegenhalten, indem er das Ostniveau irgendwie mal dem Westniveau angleichen wollte. Er hat ja schon, bei Ulbricht war ja noch Überholen die Mode oder wir überholen. Bei Honecker war ja das Überholen schon eigentlich nicht mehr, aber er stand natürlich unter einem Druck der großer Teile der Bürger, die also ein höheres Niveau haben wollten. Und Honecker hat, oder haben wir, nicht Honecker, wir haben natürlich gemerkt, mit einer einseitigen weiteren Vertiefung nach Osten gelingt das nicht, sondern die größeren Möglichkeiten für die wirtschaftliche Entwicklung der DDR, vor allen Dingen was das qualitative Niveau anbetrifft, war die Auffassung der Parteiführung, diese Möglichkeiten liegen vorrangig im Westen. Sie haben die Mikroelektronik, sie haben andere moderne Technologien, die man alle im Osten nicht hat. Aber wenn man eben ein hohes, vergleichbares Lebensniveau erreichen will, braucht man diese Hochtechnologien oder diese neuen modernen Erzeugnisse. Damals kam auf Video, dann die CDs, gab es alles in der DDR nicht. Es gab händeringend, ich kann mich erinnern an Versuche, was machen wir denn, um CD-Laufwerke zu produzieren? Das haben nur wenige kapitalistische Konzerne gekonnt. Das war kein Brot- und Brötchengeschäft. Das war höchsten Anforderungen, genauso Videorekorder. Wir haben modernste Fotoapparate produziert in der DDR, Pentacon. Als die Japaner dann die Mikroelektronik in ihre durchschnittlichen Fotoapparate einbauten, wo der Mensch nur noch draufdrücken brauchte. Er brauchte keine Belichtung mehr einstellen, keine Entfernung mehr einstellen, was man mit den hochwertigen DDR-Erzeugnissen alles musste. Ja, da waren die DDR-Erzeugnisse weg vom Weltmarkt. Also insofern war eben ein bisschen die Auffassung, die Perspektiven für höchste Qualität, die die DDR-Bürger haben wollen, die liegen vorrangig im Westen. Aber wie gesagt, aufgegangen ist es ja nicht. Aber es ist ja mindestens teilweise, hat es ja wohl schon funktioniert. Das wissenschaftlich-technische Niveau in den RGB-Staaten und vor allen Dingen in der Sowjetunion war extrem niedrig. Sie haben zwar einen Sputnik geschickt, erstaunlicherweise, sie haben den ersten Menschen, aber das ist so, als wenn man eben eine Sache aus dem Ganzen haut. Aber die Weiterentwicklung, die dann im Westen einen stürmischen Verlauf genommen hat, die hat es in der Sowjetunion nicht gegeben. Ich sage mal, in den normalen Brot- und Butteraufgaben hat er funktioniert. In der Hochtechnologie hat er nicht funktioniert. Aber wie gesagt, ohne sowjetische Rohstoffe, die ja im Rahmen des RGBs verhandelt wurden, hätte die DDR überhaupt nicht existieren können. Mit den Tschechen wollten wir ein Auto produzieren, das wäre auch gegangen. Die Tschechen haben dann die Straßenbahn übernommen und die Ungarn haben die Omnibusse übernommen, die Bulgaren haben die Flurfördergeräte übernommen. Und wir haben ja wirklich, die Masse des Außenhandels ist in die RGB-Staaten gegangen, nicht in den Westen. Und insofern war der RGB nicht Schall und Rauch. Aber das hohe Niveau, die Hochtechnologie, oder es gab dann Diskussionen, die leider wohl auch von der Sowjetunion, gemeinsames Eigentum, gemeinsame Betriebe zu schaffen, um eben, das ist alles nicht zustande gekommen. Das hätte vielleicht auch bewirkt. Also der RGW hatte ein durchschnittliches technologisches, wissenschaftliches, ökonomisches Niveau. Das war auch notwendig. Keiner der Staaten hätte wahrscheinlich ohne RGW überhaupt existieren können unter den damaligen Verhältnissen. Aber ich sage mal, diese höchsten Erwartungen, die man hätte setzen können, die konnte er nicht erfüllen, weil die Zeit auch nicht war. Es war die Zeit nicht, dass der Osten eben Mikroelektronik oder andere Hochtechnologien erfunden und in der Breite angewendet hat. Leider ging das nicht. Und wenn man das, wie gesagt, ich habe ungefähr 40 Betriebe in Russland und in der Ukraine gesehen, mit erschreckend niedrigem Niveau. Das war kein hohes Niveau. Und
Sie haben in die Rüstung eben viel gesteckt und in die Weltraumfahrt, aber in der Masse, in der Breite war wenig vorzuweisen. Und auch auf dem Gebiet Mikroelektronik haben Sie nicht viel, also auf der hochintegrierten Mikroelektronik hatten Sie nicht viel zu bieten. Das Niveau, wissenschaftlich-technische, ökonomische Niveau der einzelnen Länder des RGW war extrem unterschiedlich und infolge der historischen Entwicklung ja weitestgehend, zum Teil sogar landwirtschaftlich geprägt. In Bulgarien gab es keine nennenswerte Industrie, in Rumänien gab es keine nennenswerte Industrie, in Ungarn auch nicht. Moderne Industrie gab es in Tschechien, in CSR und zum Teil in Polen. Aber wie gesagt, das Niveau war extrem unterschiedlich. Und insofern, du kannst das ist wie sagt man, mit so einem Geleitzug. Du musst immer musst dich nach dem langsamsten Fahrzeug richten, wenn du im Geleitzug fahren willst. Und insofern hat natürlich das unterschiedliche Niveau auch viele scheinbar mögliche Dinge auch ausgebremst. Da war kein böser Wille dahinter, sondern es war das unterschiedlich entwickelte Niveau. Und dazu kam natürlich der böse Wille, dass jeder natürlich auch seine egoistischen nationalen Interessen hat versucht durchzusetzen. Und wie man so am Rande, wie ich gehört habe, haben ja immer viele gesagt, die Deutschen haben den Krieg angezettelt, haben verloren und denen geht es jetzt am besten und die sollen mal ruhig was für uns auch was tun. Also diese Stimmung hat es schon auch gegeben, ist aber nie thematisiert worden.